In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie man für eine bestimmte Anzahl von Kerzen den höchsten, den niedrigsten und den Durchschnittspreis errechnen kann. In diesem Fall haben wir hier einen niedrigsten Preis von 1.20083. Der Höchstpreis liegt bei 1.20089 und der Durchschnitt liegt in der Mitte bei 1.20086. Ein solcher Expert Advisor kann beispielsweise dazu genutzt werden, um intelligente Handelsentscheidungen zu treffen, wenn sich der Durchschnitt, der Höchstpreis oder der Niedrigstpreis sehr stark verändert, zum Beispiel wenn die Volatilität steigt. Wir ermitteln die Preisdaten hier anhand der letzten 10 Minuten Kerzen und in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man in MQL5 einen Expert Advisor programmieren kann, der uns diese Preisdaten hier berechnet und anzeigt. Um das zu tun, klicken Sie bitte im Meta-Editor auf diesen kleinen Button hier oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler, Höchst-, Niedrigst- und Durchschnittspreis, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Und jetzt kann alles oberhalb dieser OMTIC-Funktion hier entfernt werden und auch die 2 Kommentarzeilen werden gelöscht. Zunächst erstellen wir uns einmal eine Variable für die höchste und niedrigste Kerze. Beide Variablen sind vom Typ int und bekommen die Bezeichnung höchste Kerze und niedrigste Kerze. Es sind deshalb int-Variablen, weil sie die Nummer für die höchste oder niedrigste Kerze aufnehmen werden. Zusätzlich brauchen wir noch 2 Arrays für die höchsten und niedrigsten Kerzen. Die bekommen den Namen High und Low. Und anhand dieser eckigen Klammern hier kann man erkennen, dass sie mehrere gleichartige Werte aufnehmen werden. Sie sind vom Typ Double, damit Sie Preisdaten mit Nachkommastellen verarbeiten können. Mit dem MQL5-Befehl ArraySetASeries sortieren wir ein Array von der aktuellen Kerze an abwärts, in diesem Fall für das High Array, welches die Höchstpreisdaten aufnimmt. Und das Ganze machen wir nochmal genauso für das Low Array. Hier kommen die Niedrigstpreise rein. Und mit dem integrierten MQL5-Befehl CopyHigh kopieren wir für das aktuelle Währungspaar und die auf dem Chart ausgewählte Periode von der aktuellen Kerze 0 für 10 Kerzen die Höchstwerte in unser High Array. Das Ganze machen wir dann nochmal. Diesmal nutzen wir das Low Array und den MQL5-Befehl CopyLow. Und um die höchste der 10 Kerzen zu berechnen, nutzen wir den Befehl ArrayMaximum. Der sucht in unserem Array nach dem maximalen Element. Da wir im High Array von der aktuellen Kerze für 10 Kerzen suchen, liefert uns ArrayMaximum die höchste Kerze zurück. Natürlich gibt es auch noch den Befehl ArrayMinimum. Der macht das gleiche im Low Array, ebenfalls von der aktuellen Kerze für 10 Kerzen und liefert uns die niedrigste Kerze. Jetzt brauchen wir noch ein Array für die Preisdaten. Das wird mit MQL-Rates erstellt und soll MeinPreisArray heißen, denn die höchste Kerze und die niedrigste Kerze enthalten nur die Nummer, also wenn das hier die aktuelle Kerze 0 ist und das hier die niedrigste Kerze ist, dann würden wir hier die Nummer der niedrigsten Kerze zurückgeliefert bekommen, aber jede Kerze hat natürlich auch noch Preisdaten und MQL-Rates bewahrt die Informationen über Preise, Volumen und Spread auf. Dazu gehören die Höchst- und die Niedrigstpreise, der Eröffnungskurs und der Schlusskurs und diese Daten benötigen wir gleich. Auch unser Preisarray wird mit ArraySetASeries von der aktuellen Kerze an abwärts sortiert. Danach kopieren wir die Preisdaten in unser Price-Array. Das macht die Funktion CopyRates. Die liefert uns für das aktuelle Währungspaar und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit von der aktuellen Kerze 0 mit diesem Ausdruck hier sämtliche verfügbaren Kerzen und speichert alle diese Preisdaten in unserem Preisarray.
Um den höchsten Preis zu ermitteln, greifen wir auf den höchsten Punkt der höchsten Kerze in unserem Preisarray zu und speichern ihn in der Variable höchster Preis. Genauso speichern wir für den niedrigsten Preis den niedrigsten Wert der niedrigsten Kerze aus unserem Preisarray. Und um den Durchschnitt zu berechnen, addieren wir den höchsten und den niedrigsten Preis, teilen das Ergebnis durch 2 und mit Normalized Double und dieser 6 hier sorgen wir dafür, dass der Durchschnittspreis eine Nachkommastelle mehr enthält. Das ist für uns Menschen besser lesbar, denn andernfalls würde der Durchschnitt hier aufgerundet und das Ergebnis aus dieser Berechnung weisen wir der Variable durchschnittlicher Preis zu. Mit der Command-Funktion geben wir jetzt auf unserem Chart den Höchstpreis, den Durchschnitt und den niedrigsten Preis aus, jeweils in einer neuen Zeile. Und wenn Sie fertig sind, dann können Sie mit der F7-Taste oder falls Sie über Ansicht die Werkzeugleiste einblenden mit dem Kompilieren-Button hier, Ihren Quelltext kompilieren. Und wenn das ohne Fehler und Warnungen über die Bühne geht, dann wechseln wir mit diesem kleinen Button hier oder mit der F4-Taste zurück in den MetaTrader. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Hier wählen wir jetzt die Datei simpler Höchst-, Niedrigst- und Durchschnittspreis.ex5 aus, markieren hier die Option für die Visualisierung und starten unseren Test. Und jetzt sollten Sie auf Ihrem Chart hier oben die 3 Preise angezeigt bekommen und Sie haben diesen Expert Advisor selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.